Menschen, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, das ist ja ein richtig guter Einstieg. Absolut Premium. Okay. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück hier in Dying Light Folge 40, vermute ich mal, glaube ich, bin ich mir zu 50% sicher. Und wir befinden uns direkt hier im Skill-Menü. Wir haben ein Upgrade verfügbar. Wir können entweder die Gesundheit oder unsere Ausdauer boosten. Ich nehme diesmal die Ausdauer. Und wir haben einen Kampfpunkt übrig. Und können uns hier, das können wir machen, können uns hier ein paar Punkte verdienen. Und ich überlege mir einfach mal, ich probiere mal das hier, auch wenn wir das nie gemacht haben. Und wir dürfen uns, wow, 1 Kilometer hier rüber bewegen, weil wir hier gespawnt sind. Ist das richtig? Komisch. Ich meine, dass wir in der letzten Folge woanders aufgehört haben, aber muss doch dann hier sein, oder? Hier! There it is! Ich habe Blut gefunden! Menschen, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, das ist ja ein richtig guter Einstieg. Absolut Premium. Okay. Direkt einen Inhibitor-Container gefunden. Jetzt ist der 1 Kilometer, den wir laufen müssen, ja total easy peasy. Lemon squeezy. So, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich muss mal kurz in das Journal schauen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Genau, ich glaube, wir haben die Nachricht überbracht und haben da eine Windmühle. Wenn wir jetzt gerade mal hier sind, könnte man probieren, die vielleicht zu aktivieren. Muss ich nur versuchen, hier hochzukommen. Und wir müssen weiter den Peacekeepern berichten. Didn't go as planned. Das wollte ich eigentlich. Ich wollte hier hoch. Auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, was uns das dann... Oh yeah. Heißt es etwa, dass ich so langsam in das... Ja toll, wir können da noch nicht mal deaktivieren. Wir brauchen da noch Ausdauer. Wie viel brauchen wir denn da noch? Skills. Wir brauchen noch... Gott, wo steht's denn? Bin ich blind? Hier. Ein Level. Dann hätten wir es aktiv... Kann man es trotzdem mal probieren? Ich meine, es ist halt wirklich literally nur ein einziges Level, das wir hier noch brauchen. Okay, wir sind schon mal relativ weit gekommen. So ist es nicht. Und hier sind wir nicht... Ja, come on, war doch total easy. Siehst du mal. Das Einzige, was wir machen mussten, ist das Ding dort rausnehmen, kurz anfassen, mit unserer Magie ein bisschen wirken und dann direkt wieder reinstecken. Das mal nix ist.
Das Spiel hat mir direkt ein Thumbnail gegeben. Finde ich gut. So. Dann leiten wir mal direkt weiter. Ist aber nichts, wo wir das weiter aktivieren können. Das heißt, wir bewegen uns am Boden vermutlich auch ein bisschen schneller weiter. So, naja, also so wirklich zum Vorwärtskommen lohnt sich eigentlich nicht. Ich glaube, da sind wir immer noch per Pedes schneller unterwegs. Aber das lässt sich doch ganz gut an, die Folge, würde ich sagen. Wir beginnen direkt mit einem Inhibitor-Container. Dann machen wir weiter, indem wir eine Windmühle aktivieren, die wir eigentlich noch gar nicht hätten aktivieren können. Und wenn wir es heute noch schaffen, die Peacekeeper, das Headquarter zu informieren, was wir so alles gemacht haben. Mensch, würde ich fast sagen, es ist ziemlich erfolgreich. Wo geht's denn hier hin? Aha, 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 okay, cool. Ach, das ist das Fischei, oder? Täusche ich mich da? Ja, der hält sich daran fest. Meine oder nein? Hier waren wir doch. Oh Gott, ich bin verwirrt. Ich muss mir auf jeden Fall immer mal so ein bisschen was angucken. Asche auf mein Haupt. Mensch. Ein Night Runners Hideout. Dann machen wir den doch mal wieder ganz. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Zieh dran. Cool. Lässt sich ja hier relativ gut laufen. Gut genug, dass nicht mal ich da drauf gehe. So, nee, nee. Jetzt mal nicht, bitte. Kommt der hier richtig gut vorwärts. Ich bin überrascht. Ich bin bisher noch kein einziges Mal abgestürzt. Hallo. What's the matter? I'm Hugh, and you're the pilgrim who turned on the electricity, right? Word travels Menschen sind mir fast. bekannt. And word is you help people. Sometimes. Is that why you called me? I need help. My kid went off the water tower earlier and hasn't come back. I'm worried. How long has he been gone? About 6 hours now. That's a long time. Wouldn't normally worry. He's such a strong kid, built like an ox. But it's been such a long time. How old's your son? Doesn't matter. I just want my kid back. I would take care of it myself, but there are 3 young children waiting for me at home. I can't leave them unattended. Okay, I'll take a look for you. It's not safe here. Let's meet in my place after you found him. It's down on Lower Dam Promenade. Also irgendwie glaube ich dem nicht. Weiß nicht wieso, aber ich kann dem nicht so recht glauben. PK Floating Fortress. Aha. Cool. Ist ja mal fancy. So, was gibt's denn bei dir so? Aha, hier kann man es ein bisschen verbessern, oder? Ja. Gut.
Aha. Da bräuchten wir natürlich Military Tech. Schade. You recognize the PK's best stuff, don't you? So. Aber Tell your gut. friends to stop here. So, erstmal den Händler. Oder ich rede erstmal mit dem hier. Halt! Biomarker. Oh, you again. You don't recognize me? Ah, the guy with Matt's orders. Bravo. Report to Meyer in dispatch. The commander is on his way back from the field. Okay. Thanks. Regularly check your infection. Aber auch ein sehr langer Zugang hier. In a year, you'll be addressing me as Corporal. Hard as you work, you'll be promoted sooner than that. Think we're ready to go? Hey, where's dispatch? There. All right, men. We take care of the UV lamps and head back to base. It should be on point, fast, and easy. Go, go, go. Drehen sich alle so aggressiv immer zu mir um. We'll do everything we can to arm you. If needed, we'll intervene. If you could intervene, why'd you leave in the first place? This is bullshit. Wasn't your father some famous war hero? I bet he's rolling over in his grave. Watch your mouth, civilian. Things are tough all over. You know that. Hallo. Looking for things to do. Handwriting expert or something? So it's your handwriting. Da ist der Händler. Didn't know that. Hallo. Und sonst so? Everything I sell comes with an ironclad guarantee. Thanks for selling me your spare. Kann ich alles verkaufen. Brauche ich alles nicht mehr. Den Bogen behalte ich einfach als Mahnmal dafür, dass die... About time I ran across one of these. So, was hast du denn für mich? Landed a big one. Drop your anchor here anytime. Das sieht ja lustig aus. Was war? Engine Bludgeon. So, okay. Come ready to buy. Jetzt haben wir das. Jetzt reden wir mal mit dem Dispatcher. Oder der Dispatcherin. Oder warte mal. Craftmaster. Ne, da waren wir ja schon. Kann man alle nicht modifizieren. Das ist ein bisschen schade, aber... Ah, you. I remember you from the canteen. Yeah, I guess. From the fight in the canteen? Maybe. Don't sweat it. You can really hold your own. I respect that. Aiden, right? Commander told me to brief you about faction matters. Missy welcomes you. Wer ist das denn? Who's Missy? Ach, das Schiff. It's the name of the ship you're standing in. She played a key role during the revolution. Missy was meant to deliver drugs, masks, and other critical medical supplies, then return home. But by then, home was gone. She and her crew had nowhere to go. And what about now? Now, she serves as PK headquarters in Command Central. All directives are issued from right here. Smart. Easier to defend than a building. Exactly. Where is Matt? In the field. He came across a lead in Old Villador. You gotta wait. See that board? I got plenty that needs doing and not enough men. You want to pick up some of our slack? We pay well. Medic, hurry! Fuck, that's Major Matt. Something's happened. Make room! Clear the way! He's bleeding out! Fuck. Ader's in really bad shape. Save him! You Take him me. to the infirmary! Don't Summon the let him medics! die. We have to save him. Hang on, Ator. We won't let you go. You hear me? Get moving. Better hope Ader survives. We lost too many people in Old Villador. Jack will do all he can to find out who did this.
Wissen wir doch schon. Was ist das? Talk to check Matt. Und was ist hier? Achso. Ja. Wir können uns mal angucken, was mit Ator los ist. Will nicht reden. No, Stephen. No filthy herb grubber will decide my husband's fate. Is that why you got a medical degree? To go running to quacks for magic cures? Listen, we don't have medicine. Herbs are our only chance. My husband has fought for you for years. You must get medicine for him, not some herbs that might poison him. Time to go, kids. How is he? Ator is strong, but he needs medicine, and that, unfortunately, we don't have. We did the best we could with what we have. After the chemical attack, some plants gained healing properties. They work like an antibiotic. But still, people here have strong opinions about healers, but you can hardly blame them. The folk healers give sound advice, but it can prove difficult to follow correctly. Misremember something, gather the wrong herb, or use the wrong dosage. And instead of medicine, you administer poison. Which has happened plenty. Ja, wenn man keine Medizin hat, kann man es ja trotzdem versuchen. You'd be doing us a big favor. What happened in Old Villador is terrible. We've lost so many people. As far as I know, Ator is our only witness. So if he dies, we don't find out what happened there. Exactly. Where can I find this healer? On COVID Island. Don't worry. You can trust Margaret. Wieder ein ganz schön langer Weg. Gucken wir mal, was Jack Matt zu sagen hat. Und entscheiden danach, was wir machen wollen. Wir haben jetzt hier eine Nebenquest von dem angeblichen Vater bekommen und können jetzt versuchen, Ator zu helfen. Das sind quasi die zwei Aufgaben, die wir... Gehst du bitte aus dem Weg? Was ist denn los mit dir? Ganz ehrlich. Aiden. Hello, my friend. Know what this is? These brass knuckles belonged first to Commander Lucas. Then, they passed on to Ator. What happened in Old Villador? It can't happen again. We have to save the city, Aiden. From the plague, from the butcher and his men. Whatever they're planning. Okay. But over the radio, you said you have information for me. Yes, but before we get down to that, tell me, Aiden, what do you need this database for? What does it contain? I'm looking for my sister. What happened to her? A long time ago, Waltz hurt her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. If she's still alive somewhere. That's why I was looking for the GRE command center. To access Waltz's database on its servers. So we have a common enemy. Meaning? Waltz. That's the butcher's right-hand man. He pumps his men full of inhibitors. We can get them both. I brought you here because I know that a few GRE scientists are hiding out in the city. We picked up the trail of one of them, right before the renegade attack. Sounds promising. When I find a scientist, we'll see what they know. If they are of no use, we'll find another, and another, until you get the answers you're looking for. Fine. What do you want in return? What do you think I want? Maybe the same thing both of us want? The city has electricity again. The renegades are on the attack. For the first time since the war ended, they attacked our outposts in the city center. But new possibilities have opened up for us as well. Thanks to the electricity, we can fire up the biggest antenna in the center, on the VNC tower spire. What, you want to defeat the butcher using radio? In a way. The signal will let me reach a larger number of people.
Communication between settlements will be improved. We'll enlist more recruits and defend the city. And then it will be easier to find the surviving GRE doctors you need. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so viel ausmachen würde, aber gut, wenn wir dadurch die Hilfe bekommen. I want to make sure this city is safe, no matter what. You all right, sir? Maya will share our plan with you. Go see her as soon as you can. Oh, and Aiden. You don't have to call me sir. To friends, I'm Jack. Okay. Jack. Mensch. So viele Freunde gefunden. LeBron, Jack, Aitor, Akon, auch wenn ich nicht weiß, ob wir da tatsächlich noch irgendwie zueinander finden. Maya, bald vermutlich. Matt told me to see you. Yes, he wanted me to give you this. A little reward for helping us peacekeepers. A UV flashlight. Could come in handy. Thanks. He said something about a plan? The VNC tower. Now that the lights are on, we can use the TV antenna to broadcast our call for mobilization. But first, we need to get to the top. And that's a long road. What do you want to know? Tell me more about this radio Gar nicht, ich laufe halt einfach hoch, oder? It's the tallest building in Villador. It was once a symbol of the city's greatness. Now, a symbol of its fall. How do you say that? That antenna could bring the city together once more. But anyone who goes up there trying to fire it up, guess what happens? Nothing good, I bet. Damn right. The city's potential shining beacon is a death trap. We're hoping it'll be different this time. We're gonna light it up with UV lamps. Na dann, machen wir. Let's get going. Are the lights in place? They would be, if Juan from Supplies would just do his job for once. I take it that he didn't. He's been playing hide and seek the last few days, and he's late. Getting on my nerves. So look in on Juan first. See what his deal is. And when you do find him, kick him in the ass. Tell him it's from me. Okay, dann finden wir mal Juan. Got something to say? Ey. Gerade auf dem Weg, beste Freunde zu werden. Redet ihr so aggressiv mit mir? Interessant. Dann würde ich die glatt mal aus... Die haben wir schon ausgerüstet. Sehr gut. So. Crafting. Wir können auf jeden Fall mal hier ein paar Sachen wieder herstellen. Gut, das reicht aber auch wieder. Hier können wir auf jeden Fall alles craften, was wir machen wollen. Medizin kann nie schaden. So. Sind wir wieder ein bisschen ausgerüstet. Wir müssen jetzt so den langen Weg vom Schiff runternehmen. Und ich sehe, da ist eine Quest, die wir annehmen könnten. Ich gehe zumindest mal hin. Ich will zumindest wissen, was das für eine Quest ist. Like a pile of ground beef. What did that to him? Pile of ground beef. Maybe you'll actually pull it off one day. Save me, somebody! I'm getting jailed. So, warte mal, was haben wir denn jetzt im Welcome on Board? Ada und Foster Family. Das sind die drei Haupt- oder Nebenquests, die wir jetzt momentan hier bekommen haben. Ja, jetzt müsste ich nur wissen, wie ich da hinkomme. Ich muss schon hier hin, ich bin verwirrt. Da mal hier rum. Aha. Clever. Bizi.
Don't want my name ending up in some memorial down in the streets. Immer noch nicht. Yeah, I heard. She called Jen a stupid slut for what she did with Jacob. No, that wasn't her, actually. That was Maddie. Bin aber immer noch verwirrt, wo es jetzt hier die Quest gibt. Das ist auf jeden Fall der... Was heißt denn? Ein Boomstick. I knew you'd want that. Wir wollen nur wissen, was das ist. Wanna hear you told your friends about it. Crafting. Boomstick. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich denn hier... Aha. Und mal außer C4 nehmen wir mal den Boomstick in die Hand. Look at my Boomstick. So, dann reden wir mal hier mit wem auch immer. Looking for Juan Raynor. You don't appear to be on a schedule. It's urgent. The commander sent me. So Monsieur Jacques sends you? Jacques? Jacques Mat. Monsieur Reyna is not here. I can take a message. No, I need to talk to him in person. Where is he? Unfortunately, I can't help. Monsieur Reyna's whereabouts are no one's business. Wait if you must. Anything else? I'll wait, but you're no fun. What about your boss? What's he do for fun? Monsieur Reyna is well known as a connoisseur of the finer things in life. Food, drink, and pretty much anything that walks on two legs. Is he near any of these so-called finer things right now? Maybe I can drop in on him there. Nice try, but no. I won't say. Matt's not gonna be happy. Juan is not particularly concerned with the little major's feelings. Do come again. In the Juan? Hayden, getting settled in the city? Working on it. Meyer and Jack sent me to supply. Interesting bunch. Not like any of the other PKs I've met. That might be because they're not PKs, Eagle Eye. Business is their true faith. I see. Anyway, I can't track down their boss. Juan? He likes to make himself scarce. Probably lurking around the fisheye. The canteen? The slick bastard's even got his own table there. Bribes the cook to bring him off-menu goods. He lives like the fall never took place. I'll look for him there. Good luck finding him. And good luck if you do find him. Wer bist denn du? I'm Albert, and from what I hear, you're Aiden. You have quite the reputation, my boy. For being fearless. For boldly crisscrossing the city at night, as if it were broad daylight. You believe all that? At first, I didn't believe, because a pilgrim's always a guy with some kind of dark past. A bandit, a rebel, an outcast. But from what they say about you... I'm sure whatever you've heard is an exaggeration. Nonsense, my boy. I have something you probably don't come across all that much. Faith. Faith in you. I'd be careful with that. It's no time to be careful, my boy. I believe that your strength, determination, and courage are just what you need to retrieve priceless treasures before they are lost forever. Before mankind is plunged irrevocably into the intellectual and philosophical Dark Ages. So, your books, then? This isn't about dime store paperbacks, boy. I'm talking about the greatest works of literature ever created through the eons of human existence. The greatest thought pieces, philosophical treatises, works of romance, drama, and horror. All of which serve to illuminate and uplift humanity itself.
Losing such a heritage would reduce us to cavemen, with no better way to express ourselves than through savage grunts as we scratch crude figures on walls. Sure. How can I help? Work with me, please, to find and secure these treasures. I've been researching the local private book collections. If I'm right, many priceless volumes may be found all around the city. Of course, many of the dwellings are now infested by these horrible creatures of the night. That's where you come in. Here, take this list. Each title on it corresponds to one of the many facets of humanity. Fail to save them, and the diamond of mankind will dull and shatter like cheap glass. Remember, we are not simply creatures of flesh and blood, but also of mind and ideas. I am charging you with the salvation of the very spirit of man. Right. I'm off then. Gut, das war schon relativ früh klar, dass das hier so eine typische Sammelquest zu sein scheint. Ach nee, scheinbar nicht. Okay, da haben wir noch eine neue Aufgabe bekommen. Und haben auf jeden Fall jetzt auch einiges zu tun. Nehmen wir hier den Aufzug und gucken mal, wo wir da hinkommen. Julio, was ganz Neues, hier war ich noch gar nicht. Aha. Oho. Gut, dann begeben wir uns mal raus, würde ich sagen. Oder wir warten einfach hier. Gut, wir haben auf jeden Fall einige Aufgaben bekommen. Wir können Bücher retten, wir können natürlich die Story weitermachen. Und wir haben insgesamt jetzt 3 Nebenquests. Den Buchclub, wir können die Familie retten, beziehungsweise wir sollen den Sohn finden des einen Typen, der uns angequatscht hat. Bei dem ich mir nach wie vor nicht hundertprozentig sicher bin, ob es sich da wirklich jetzt um seinen Sohn handelt und ob er wirklich so eine Familie mit 3 Kindern zu Hause hat und die er sich kümmern muss. Das ist dann definitiv eine Frage für später. Und wir können Aitor retten. Und anscheinend bekommen wir dadurch... Aha. Okay, also wir bekommen auf jeden Fall eine Belohnung, die davon abhängt, für was wir uns dann am Ende entscheiden. Und genau, das sind die 3 Aufgaben, die wir zusätzlich zu unserer eigentlichen Hauptaufgabe jetzt machen können. Und in der nächsten Folge können wir uns dann natürlich entscheiden, was wir dann von all diesen ganzen Sachen machen. Denn wir sind bereits am Ende der Folge angelangt. Es war auch heute wieder eine kleine Rede- und dialoglastige Folge. Aber wir sind definitiv weit vorangekommen. Wir haben die Hauptquest weitergemacht. Wir haben einiges zu tun für die nächsten Folgen. Nicht nur für die nächste, sondern für die nächsten Folgen. Einige Quests, die wir machen können. Und ich würde sagen, da machen wir uns auch ran. Ich sehe euch hoffentlich dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Dying Light 2. Nächsten Dienstag vorm Stream. Nächste Woche geht's wieder los. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.